Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute geht es weiter mit unserem wunderschönen Wolf und dem Sternenhimmel, in dem wir irgendwie drinstehen. Und ja, heute machen wir den Sternenhimmel, den wir eigentlich so nicht wollten, zu einem Schneesturm. Und ja, genau das ist quasi unser Ziel hierbei. Und lasst uns direkt hier anfangen. Und zwar, wir brauchen natürlich als allererstes mal einen Namen für unser Partikelsystem, damit wir es auch später ansprechen können. Das heißt, wir sagen hier einfach Particles. .name ist gleich Particles. Und hiernach können wir eigentlich schon mit dem Ganzen anfangen. Und ja, in der Update-Funktion ist halt immer das, was animiert ist. Also Update bedeutet, das wird regelmäßig ausgeführt. Der Rest vom Code, also das Aufbauen hier, wird tatsächlich ja nur einmal ausgeführt. Und dementsprechend kann man da natürlich auch keine Updates oder sowas drin machen. Das heißt, alles, was animiert wird, passiert in dieser Update-Funktion. So, und was machen wir also hier? Ja, hier sagen wir jetzt ganz einfach, okay, wir holen uns unser Partikelsystem, also quasi unsere Partikel, erstmal Particles, Plural, ist gleich scene.getObjectByName, das kennen wir alles schon und das ist dann einfach hier Particles. So, jetzt können wir mit dem wieder irgendwas machen und zwar machen wir hier tatsächlich eine Funktion auf jedem einzelnen Partikel und ich glaube, jetzt wird auch verständlich, warum Partikeleffekte eigentlich so teuer sind, ja. Wir haben, nochmal als kleine Erinnerung, wir haben 50.000 Partikel und jedes einzelne Frame wird eine Funktion für jedes dieser 50.000 Partikel aufgerufen. Okay? Nur mal so, dass das ungefähr klar ist. Und das heißt, wir sagen hier Particles.geometry, Geometry, das schreibt man in dem Fall klein, .vertices.forEach. So, das heißt, wir machen quasi eine Funktion auf jedem einzelnen dieser Partikel. Und naja, diese Funktion, die ist erstmal namenlos und mit einem Parameter, nämlich dem Partikel, beziehungsweise ich nenne es jetzt hier einfach nur P, damit wir nicht so viel schreiben müssen. Und zwar dieses Partikel, naja, das soll irgendwie bewegt werden. Das heißt, wir sagen hier, wir bewegen das auf der X-Richtung minus gleich math.random. Ups. Mal, wir wollen nicht, dass es sich so arg bewegt, mal 0,01, also das soll sich wirklich auf der X-Richtung fast gar nicht bewegen. Auf der Y-Richtung hingegen, da darf es ein kleines bisschen mehr sich bewegen, wobei eigentlich auch nicht so arg. Ja, auf der Y-Richtung lassen wir das eigentlich auch so, da sagen wir dann mal 0,02 dazu. Und auf der Z-Richtung, da darf es sich sogar in positive Richtungen bewegen, also das heißt mal auch wieder 0,01, das heißt fast gar nicht. So, und jetzt schauen wir uns, wir schauen es uns noch nicht an, wir müssen jetzt noch dem Partikelsystem sagen, dass es auch wirklich die einzelnen Partikel, beziehungsweise die einzelnen Punkte updaten soll, denn ansonsten passiert hier nichts. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich noch hergehen und sagen, Particles.geometry.vertices need update ist gleich true. So, und ja, das sind tatsächlich dann alle Sachen, die wir hier erstmal machen müssen. Wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, dann sehen wir, dass die Partikel ganz, ganz langsam hier runterfallen. Ist vielleicht ein bisschen zu langsam, würde ich mal so behaupten. Ja, und das sieht ein bisschen zu langsam aus. Es ist wirklich ein sehr, sehr langsamer Schneefall. Ups, jetzt bin ich wieder nach unten gescrollt. Lasst uns hier mal auf 0,1 gehen und hier auch mal auf 0,08 oder sowas hoch. Dann sieht das ein bisschen bewegter aus und dann sehen wir hier was. Aber es schneit leicht, ja? Seht mal hier. So, und je nachdem, wie stark eure Werte sind, wie echte Schneeflocken wabbeln die so ein bisschen hin und her, dadurch, dass wir eben diesen Math.random-Wert gegeben haben. Und ja, das ist das Tolle dabei. Es sieht jetzt aus, als wäre es ein richtiger Schneesturm. Also ein ganz leichter Schneesturm. So ein richtiger leichter Schnee eben. So, und das Problem ist, wenn ich jetzt hier mal nach oben gucke, sehen wir, dass diese ganzen Sternchen runterfallen, aber es spawnen keine neuen Sterne nach. Das heißt, es werden jetzt gerade immer weniger und immer weniger. Hier unten sammelt sich jetzt natürlich sehr, sehr viel, aber hier oben sind wir dann demnächst am Ende. Und das heißt, jetzt kommt kein einziges Partikel mehr. Das war es. Jetzt ist quasi der Schnee vorbei. So könnt ihr natürlich dafür sorgen, dass euer Schnee aufhört zu fallen, ja, wenn ihr das wollt. Aber das Problem ist, wir wollen ja nicht, dass es aufhört. Wir wollen, dass es dauerhaft weiterschneit. Und vor allem sieht es hier ein bisschen eckig aus. Das ist nicht so unser Ziel. Und das sieht ziemlich geil aus. Das sind 50.000 Partikel. Hey. Aber wir wollen natürlich, dass es weiterschneit. So, und das heißt, wir müssen jetzt natürlich irgendwie dafür sorgen, dass wenn die unten ankommen, dass die wieder oben respawnen, sozusagen.
Und genau das machen wir jetzt noch. Das sind tatsächlich ein paar wenige Zeilen Code. Wir bearbeiten die wirklich für jedes einzelne Partikel hier. Wir spawnen keine neuen Partikel mehr. Wir behalten diese Anzahl an Partikel bei, sondern wir sagen einfach hier, okay, Partikel, wenn dein x kleiner ist, also zu klein ist, wenn dein x kleiner ist als minus 100, dann bitte setz dich wieder oben an sozusagen, also Partikel x ist wieder 100. Wie gesagt, wir haben das Ganze hier oben so definiert, dass unsere Partikel auf Zeilen zwischen minus 100 und 100 spawnen. Und wenn wir die jetzt hier auf minus 100 haben, ja, dann setzen wir sie einfach wieder auf plus 100. Und so respawnen die Partikel einfach wieder gleichermaßen oben, wenn sie unten angekommen sind. Das heißt, wenn das Partikel y kleiner 100 ist, dann spawnt es auch wieder oben. Und wenn das z kleiner 100 ist, dann spawnt es auch wieder oben. So. Und ja, das kann durchaus passieren, dass die kleiner werden, beziehungsweise in dem Fall müssen wir sogar dafür sorgen, dass es, falls es zu groß wird, weil wir hier sagen plus gleich math.random, ja, also wenn es größer ist als 100, dann muss es bei minus 100 wieder rauskommen. Also bei z, da gehen sie quasi in die andere Richtung, ja, deswegen müssen wir hier quasi die Gleichheitszeichen umdrehen. Das liegt einfach hieran, dass wir gesagt haben, okay, unsere Partikel, die kriegen math.random, was immer zwischen 0 und 1 ist, das heißt, Z wächst natürlich dauerhaft. So, und jetzt wächst Z dauerhaft, weil ich mich auch gerade vertippt habe. So, und jetzt sehen wir, ja, es sieht schön aus. So, jetzt lasst mich hier noch einen kleinen Wert anpassen, denn ich glaube, so lange wollen wir nicht warten. Das heißt, wir sagen hier tatsächlich mal 20. Jetzt machen wir einen richtigen Schneesturm draus, Leute, und sagen hier tatsächlich, wo ist mein Browser hin? Da. Und Schneesturm, go. So, und ihr seht, wenn die Partikel jetzt unten ankommen, dann kommen sie wieder oben raus und es sieht einfach so aus, als wäre konstant irgendwo Schnee. Also, das, was oben wieder runterkommt, das sind Partikel, die von unten verschwunden sind. Und wir merken nicht mal, dass die unten verschwunden sind. Es ist einfach völlig wirr, ja. Und es hört auch nicht auf. Es hört absolut nicht auf zu schneien. Und das ist das Coole dabei. Wir haben solche Partikeleffekte. Wir haben jetzt hier wirklich 50.000 Partikel. Und bedenkt bitte, alles im Browser berechnet. Und ja, hier ist überhaupt kein Problem. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen rauszoomen, dann sieht das so aus. Ja, das ist quasi so ein Block aus 200 auf 200 Bobbles, ja. Aus 200 mal 200 Einheiten und alles, was unten rausfällt, kommt wieder oben rein. Und so haben wir einfach dauerhaft einen wunderschönen Schneesturm, der relativ gleich verteilt ist und mit Fokus natürlich auf unserem Wolf. Ja, und das war's für heute auch schon wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schneesturm ausprobieren oder auch einfach nur bei Sternen bauen oder, I don't know, Feuersturm oder sowas, was ihr auch immer machen wollt. Seid kreativ und ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.